In Ark Survival Evolved wurdet ihr von den verschiedenen Arks gezähmt und ihr habt wiederum die Dinos und andere mächtige Kreaturen gezähmt. Doch in Path of Titans ist die Natur ungezähmt. Ja, was das für ein Spiel ist, worum es geht, mehr erfährst du in diesem Video. Kleine Info, ich gehe erstmal auf die Basic-Inhalte ein, Mods und weiteres folgen in einem anderen Video. Path of Titans ist ein Dinosaurier-MMO in der Urzeit. In diesem Spiel wählt ihr euren Dinosaurier sowie die Unterart aus, die ihr gerne spielen möchtet. Jeder Dino hat seine ganz eigenen Fähigkeiten, Vor- und Nachteile. In erster Linie entscheidet ihr also, ob ihr ein Pflanzen- oder Fleischfresser sein möchtet. Dann wählt ihr euren Dino und die Unterart. Interessant ist hierbei auch, welchen Lebensraum ein Dino eigentlich haben würde, zum Beispiel ob Land, Wasser oder Luft. Habt ihr euer Tier ausgewählt, könnt ihr zusätzlich noch Farbe, Muster und das Geschlecht auswählen. Beide Geschlechter haben unterschiedliche Farben. Empfehlenswert ist zu bedenken, wie wichtig euch eigentlich die Tarnung ist. Das Geschlecht, Farbe, Muster sowie Skins könnt ihr im späteren Spielverlauf anpassen. Aktuell gibt es 2 Karten zur Auswahl, das sind Pandjura und Gonwa. Die beiden haben ihre ganz eigenen Vorzüge und Landschaften zu bieten. Aktuell könnt ihr aber nur die Flugsaurier und Meerestiere auf Gonwa erstellen und spielen, da sich die noch in Entwicklung befinden. Aber es steht auch in Planung, dass man die wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt bei neuen Updates auch auf der anderen Map spielen kann. Ja, im Hintergrund seht ihr die Karte Pandjura nochmal genauer, so ein bisschen, und eine Liste der Biome blende ich euch hier auch noch einmal ein. Ein kleiner Tipp zur Tarnung, hier lohnt es sich auf jeden Fall grüne bis braune Farben zu verwenden. Noch besser ist natürlich ein Mix, da ihr ja hier überwiegend Waldbiome habt, vielleicht auch mal ein paar kleine bräunliche Berge und ja, da sollte die Tarnung auf jeden Fall ganz gut aufrechterhalten werden. Kommen wir zur Karte Gonwa. Gonwa befindet sich noch in der Entwicklung und wie man unschwer erkennen kann, handelt es hier sich sogar um einen Superkontinent. Er hat extrem viele Biome. Und ja, Gonwa bietet im Vergleich zu Pandjura mehr Abwechslung, mehr Quests und Gebiete. Aber dafür ist die Gefahr auch größer, dass ihr auf andere Spieler trefft. Also meiner Erfahrung nach haben beide Karten ihre Vor- und Nachteile. Für Spieler, die völlig neu im Spiel sind, würde ich Pandjura empfehlen, da diese Karte etwas einfacher zu bespielen ist und man diese schnell kennenlernt. Ja, und die Karte verzeiht auch mal kleine Fehler, wenn man den falschen Weg genutzt hat. Und auf Gonwa ist es eher so, wenn man sich da mal verläuft, kann man auch ganz schnell mal in eine Sackgasse enden. Ja, Gonwa empfinde ich als wunderschöne, aber zugleich auch gefährlicheren Karte. Hier gibt es sehr viele Gebiete, in denen man einen Fluss oder über Berge muss, um zum nächsten Gebiet zu kommen. Ich würde diese Karte eher Spieler empfehlen, die bereits etwas Erfahrung in dem Spiel haben, da hier die Gefahr auch im Meer und in der Luft sogar lauert. Kommen wir zum Spielkonzept. Karte ausgewählt, Dino erstellt, dann startest du als Jungtier in einer Tutorial-Höhle, wo grundlegende Elemente erlernt werden. Statt Level wie in anderen Games gibt es in Path of Titans Wachstumsstufen. Diese sind Jungtier, Jugendlich, Heranwachsend und Erwachsen. Ja, mit jeder Wachstumsstufe steigern sich die Werte und die möglichen Fähigkeiten, die die Dinos haben können. Um Wachstum zu erhalten, muss man Quests erfüllen. Hierbei gibt es jedoch einiges zu beachten. Der Aufstieg von Jungtier auf Jugendlich bezeichnet man hier nicht als Levelaufstieg direkt, sondern als Wachstumsstufe. Somit ist ein Dino einen Schritt näher groß und stark zu werden, bzw. näher daran, ein Erwachsener seiner Art zu werden. Ja, um eine Stufe aufzusteigen, müsst ihr den gelben Balken natürlich füllen. Dieser besteht aus 5 kleineren, jeden kleinen Balken, den ihr halt füllt, da braucht man schon mal gut 10 Quests für. Ja, das heißt, wenn man den gesamten Balken füllen möchte, dann dauert das schon mal gute 50 Quests. Klingt grausam, geht aber einfacher. Zum Beispiel, wenn man in einer Gruppe ist, ein Freund, mit dem man einen Freundescode zum Beispiel einmal geteilt hat, dann erhält man einen Bonus, wenn man zu zweit unterwegs ist oder wenn man sich in einer Höhle für eine gewisse Zeit ausgeloggt hat. Ja, dann kann man am nächsten Tag direkt mit einem Quest-Boost starten und erhält natürlich viel mehr Wachstum für die abgeschlossenen Quests.
Wenn ihr das Game gekauft habt, verwendet doch gerne meinen Refercode. Damit schalten wir gemeinsam nochmal Skins frei und ihr bekommt auch nochmal einen Freundesboost dazu. Beachtet, wenn ihr einen Freund habt, mit dem ihr öfter zusammen Path of Titans spielen möchtet, dann nutzt doch gerne seinen Code. Denn dann schaltet ihr auch die Skins frei und zusätzlich einen Freundesboost, der euch Bonuswachstum gibt, wenn ihr gemeinsam Quests erledigt oder auch gemeinsam unterwegs seid. Doch so leicht Quests auch sein mögen, gibt es auch noch andere Spieler bzw. andere Dinos, die dir das Leben schwer machen können und auch wahrscheinlich werden. Bist du getötet, verlierst du nämlich die Hälfte eines kleinen Wachstumbalkens, aber du verlierst nicht deine aktuelle Wachstumsstufe und deine Fähigkeiten. Eine Ausnahme gibt es hierbei, und zwar wenn du komplett ausgewachsen bist und dann vielleicht von jemandem getötet wirst, dann kann es auch schon mal gut passieren, dass du eine komplette halbe Wachstumsstufe verlierst. Also der Survival-Aspekt wird hier definitiv groß geschrieben. Doch nicht vergessen, dein Dino, deine Geschichte. Auf den Karten sind auch Höhlen markiert, in denen du einen eigenen Unterschlupf einrichten und dekorieren kannst. Neben Wachstum bei Quests erhält man dann auch Marken, also so eine Ingame-Währung, mit der man Fähigkeiten und neue Dekorationen oder auch Skins freischalten kann. Ist man zudem noch ausgewachsen, lohnen sich natürlich auch die Fights mit den anderen Ausgewachsenen, denn da könnt ihr wertvolle Trophäen abluchsen und die auch in eurer Höhle unterbringen. Ja, fassen wir das Ganze doch zum Schluss einmal zusammen. Path of Titans ist ein mächtiges Survival-MMO in der Urzeit, in der du viel auf deine Umgebung achten solltest, denn die Natur ist hier im wahrsten Sinne des Wortes wild. Das Spiel befindet sich zwar noch in der Beta und wird es wahrscheinlich auch eine ganze Weile noch bleiben, aber es hat halt ein immenses Potenzial. Was sich im ersten Moment nach Höllengrind anhört, da überzeugt Path of Titans besonders im Detail und Umgebung sowie die Interaktion zwischen den Spielern. Und das finde ich halt krass. Vor allen Dingen, dass du auch einfach so dein Dino-Life hast. Und wer sich noch unsicher ist, ob einem das Spiel gefallen könnte oder nicht, der kann sich das Spiel auch kostenlos auf Mobile herunterladen. Und da kann man das auch nochmal wirklich mit 4 Dinos testen, also jeweils 2 Pflanzenfresser und 2 Fleischfresser. Wer sich dazu entschließt, das Gründerpaket zu holen, kann sich sogar direkt in-game alle Dinosaurier im Paket halt freischalten. Das ist auch nicht schlecht. Es gibt aber auch noch jetzt mittlerweile schon ein weiteres Paket, also dafür reichen die Marken da auch noch locker. Ja, den Link sowie auch die Webseite des Publishers Alderon Games findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr noch irgendwie Fragen, Anregungen oder Feedback habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben oder auch direkt im Discord halt. Ja, wer da beide Bock hat, unterstützt mich gerne mit einer Bewertung, teilt das Video und freut euch auf zukünftige Inhalte zu Path of Titans. Ja, ein Abo und Glocke, ne, muss ich nicht erwähnen, lohnt sich natürlich auch, denn ich habe bloß die grobe Oberfläche des Spiels angekratzt.